Moin Leute, heute stellen wir euch die Begadi PD9 Sport vor, eine kleine handliche CQB-Waffe, welche günstig in der Anschaffung ist, die ihr aber auch trotzdem als vollwertige Hauptwaffe nutzen könnt. Technische Daten. Der Hersteller ist Syma und der Importeur ist Begadi. Die Waffe ist eine SIG im Kaliber 6 mm BB. Die Energie beträgt laut Hersteller 1,6 Joule. Es handelt sich hier um die Generation 2. Das bedeutet, im Inneren ist ein Stahlzahnpisten verbaut und die Importeurmarkings sind kleiner und dezenter angebracht. Standardmäßig ist kein MOSFET oder EFC-System verbaut. Der Body besteht bis auf den Upper aus Kunststoff. Der Upper wurde aus Metall gefertigt und das Gewicht beträgt 2,1 Kilogramm. Durch die Bulbabbauweise haben wir eine Lauflänge von 260 mm bei einer Gesamtlänge von nur 500 mm. Bei der Gearbox handelt es sich um eine V6 Gearbox, welche leider nicht über ein Federschnellwechselsystem verfügt, jedoch sehr einfach aus der Waffe genommen werden kann. Der Preis beträgt 139 €. Ersteindruck und Verarbeitung. Wenn ihr die Waffe das erste Mal auspackt, wird euch das Gewicht auffallen und die gute Verarbeitung im Anbetracht des Preises von 139 €. Leider haben wir nur ein Body aus ABS Kunststoff, durch die raue Struktur fühlt er sich aber hochwertiger an, als er sich anhört. Der Mündungsfeuerdämpfer und der Upper wurden aus Aluminium gefertigt und sitzen passgenau im Body drin. Auf dem Upper sitzt eine 21 mm Schiene für die Befestigung eines Rotpunktvisiers. Die Länge dieser beträgt 130 mm. An der Schiene befindet sich eine, nennen wir es Notvisierung, leider taugt diese nichts. Am besten ihr macht euch ein Rotpunktvisier auf die Waffe drauf. An der Seite finden wir noch zwei Schienen mit jeweils einer Länge von 25 mm vor und einer Einrastposition. Der Abzugsweg ist Bulbab-typisch sehr lang und eher schwammig. Die Sicherung lässt sich etwas schwer mit dem Zeigefinger bedienen. Kein Vergleich zu einer AR-15 oder G36 Sicherung, was das Handling angeht. Am Ende finden wir dann noch die Schaftkappe, welche aus Kunststoff ist. Dahinter befindet sich der DIN- bzw. T-Stecker. Im Lieferumfang enthalten ist eine Anleitung, welche euch erklärt, wie ihr die Waffe das erste Mal benutzt, und auf der letzten Seite findet ihr auch eine Explosionszeichnung vor. Dann haben wir einen Laufreinigungsstab, einen Speedloader, die Waffe selber und ein 70 Schuss Magazin und eine Tüte BBs, die leider jetzt hier nicht mehr da ist, ist auch im Lieferumfang enthalten. Schauen wir uns jetzt einmal die Chronewerte mit 0,20 Gramm und 0,30 Gramm BBs an. Zur Info, bei meiner Version haben wir jetzt schon Folgendes geändert. Die Feder wurde ausgetauscht, denn die Stock 1,7 Joule waren mir einfach zu viel. Die Gears wurden neu geschimmt und es wurde ein MOSFET von Begadi verbaut. Ich spiele die Waffe mit einem 7,4er 2200 mAh EMAX Akku. Kommen wir nun zum Schusstest. Bei meiner Waffe ist ein Maple Leaf Diamond 50 Shore und ein Airsoft Pro Omega Tensioner verbaut, da ich mit dem Standard Hop-Up nicht zufrieden war. Um das Hop-Up einzustellen, müsst ihr leider die Waffe zerlegen. Das ist etwas sehr unglücklich gelöst. Magazin rausmachen. Und jetzt müsst ihr diesen Knopf hier nach unten drücken und dann den Upper nach vorne rausschieben, dann könnt ihr ans Hop-Up kommen. Jetzt habt ihr Lauf- und Hop-Up-Unit vom Body getrennt und könnt das Hop-Up nun einstellen. Kleiner Nachtrag zum Thema Hop-Up. Wir haben jetzt herausgefunden, dass es hier unten eine Art Schieber gibt, mit der ihr das Hop-Up einstellen könnt, ohne die Waffe zu zerlegen oder das Magazin rausnehmen zu müssen. Wenn ihr jetzt die Waffe weiter zerlegen wollt, müsst ihr hier hinten diesen Knopf reindrücken an der Schaftkappe, die nach unten schieben, und jetzt habt ihr hier zwei Schrauben. Diese entfernt ihr, nehmt die schwarze Kappe raus und könnt die Gearbox einfach rausziehen. Um sie zusammenzusetzen, einfach alles wieder in umgekehrter Reihenfolge ausführen. So, nach 3 Spielen mit der P90 und den vorgenommenen Änderungen bin ich mit der Waffe sehr zufrieden. Sehr kompakt und durch die 0,8 Joule, welche sie aktuell hat, auch im Haus ideal einsetzbar.
Durch den 7,4er 2200 mAh E-Max Akku komme ich auch auf längeren Spieltagen ohne Akkuwechsel klar. Ersatzmagazine sind mit 13,90 € sehr günstig in der Anschaffung. Hier stört mich leider, dass es nur Low Caps gibt mit 70 Schuss. Diese feeden zwar hervorragend und als SAEG-Spieler stören sie nur minimal. Wenn ihr euch die Waffe jedoch als 05er zulegt, seid ihr nur am Nachladen im Vollautomodus. Ihr müsst auch beachten, dass die Magazine sehr groß sind und es nur wenige Magazintaschen dafür gibt. Ich benutze die BX Frontier One Modulartasche P90 Version 2 in Oliv. In diese bekommt ihr 2 P90 Magazine rein und ihr könnt sie mit Molle an den Blade Carrier etc. anbringen. Auf jeden Fall würde ich euch einen Sling empfehlen. Dieser hier ist ein 9 € Sling von AliExpress. Link in der Videobeschreibung. Er wird mit Klett an der P90 befestigt und mittels Schnellverschluss am Schultergurt angebracht. Kommen wir nun zum Fazit. Positives, sehr günstiger Preis, Design und Handling, Verarbeitung, auch große Akkus passen in den Schaft, einfach zu zerlegen. Neutral, Hop-Up und Energie. Negativ, Materialwahl, ABS Kunststoff, kein MOSFET EFC-System. Wir sind nun am Ende von unserem ersten Review angekommen. Uns interessiert natürlich brennend, was ihr für Verbesserungsvorschläge habt. Eins kann ich euch jedoch schon vorwegnehmen. Wir werden die Gearboxen bei unseren Leihwaffen etc. nicht öffnen. Warum das so ist, erklären wir in einem separaten Video. Also lasst hören, was ihr noch über die Waffen wissen möchtet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein kostenloses Abo da und vergesst nicht den Like plus Kommentar. Euer TNT-Germany.